Wie weit kommt man mit 3.000 Euro? Jo, was geht, Leute? Ich bin Fedon und zusammen mit 2 meiner Freunde reise ich nach Südostasien. Ziel der Reise ist es, das größtmögliche Abenteuer zu erleben, verschiedene Kulturen zu entdecken, Sehenswürdigkeiten zu sehen, neue Leute kennenzulernen und vieles mehr. Alles in allem neue Erfahrungen machen und das auf einer sehr extremen Art und Weise. Und das alles mit einem begrenzten Budget von 3.000 Euro. Es ist alles entstanden, als Bela mich angerufen hat und ich reflektiert habe, was ich eigentlich mache in meinem Leben. Dann habe ich Fedon angerufen, ein paar Tage später wurde der günstigste Flug gebucht. So ist das Abenteuer gestartet. Anfangs wollte ich eigentlich nur meinen Kollegen Lukas während seines Auslandssemesters in Bangkok besuchen gehen. Dann hat mich Jonas kontaktiert von wegen, ja, mein Kollege Bela ist auch während der Zeit dort. Da dachte ich, ja okay, das kann man kombinieren, dann machen wir eine kleine Rundreise. Das ist für mich das weiteste Reiseziel gewesen, wo ich jemals war. Es war komplett unerwartet. Einen Monat davor war ich in Zürich, habe meine Bachelorarbeit organisiert. Im nächsten Monat bin ich irgendwo in Saudi-Arabien. Keiner von uns weiß so richtig, wohin die Reise führt. Aber ich glaube, das macht eine gute Reise aus. Wir haben uns das Ziel gesetzt, mit 3.000 Euro das größtmögliche Abenteuer zu erleben. Das Ganze hat angefangen in Frankfurt. Ich bin dann von dort aus mit einem Flieger über Neu-Delhi nach Bangkok in unserem ersten Reiseziel angekommen. Welcome to Bangkok. Bangkok ist die Hauptstadt Thailands mit knapp 15 Millionen Einwohnern. Sie gilt als eine der meistbesuchten Metropolen der Welt. Der Buddhismus prägt mit eindrucksvollen Tempeln und lebendigen Straßenmärkten die Stadt. Die traditionellen Tuk-Tuks, charakteristischen Boote, die lebendige Skyline und das pulsierende Nachtleben machen Bangkok zu einem attraktiven Reiseziel. Erster Tag in Bangkok. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Mall. Plan für heute ist auf jeden Fall viel Neues zu sehen, den einen oder anderen Spontankauf zu erledigen. Mal schauen, was abgeht. Ich fühle mich legit wie ein YouTuber jetzt. Wir haben ein Taxi genommen und sind zum allerersten Stop gegangen, und zwar die MBK Mall in Bangkok. Sie ist einer der größten Fake Malls der Welt mit 8 Stockwerken, über 2000 Shops voll mit Kleidern, Schuhen, Uhren, Taschen, eigentlich allem Möglichen. Also wir gehen jetzt in die Mall rein. Das soll einer der krassesten Malls sein in Bangkok. Dementsprechend bin ich hyped. Eine Fake-Mall. Hier gibt es so viel Auswahl, also das ist echt insane. Du hast hier keine Chance, irgendwie Preise zu vergleichen oder so, weil es einfach zu viel gibt. Das ist gestört, was die hier teilweise haben, gell? Die haben einfach alles. Wir laufen jetzt zu meinem Lieblingsshop und dem Shop, wo auch viele meiner Freunde sagen würden, das ist der beste Shop, den es gibt. Schauen wir uns jetzt an, was für Trikots es hier gibt. Spend too much money here again. Du findest hier irgendwelche Arsenal Thierry Trikots, Eto'o Inter Mailand Trikots. Also hier werde ich mein ganzes Geld, glaube ich, ausgeben. Ich kann einfach pleite gehen hier. Ja, ja, die 3K-Challenge hat gut gestartet. Ich habe erstmal, keine Ahnung, 10 Trikots gekauft. Aber das sind alles geile Trikots. Die werdet ihr wahrscheinlich auch im Laufe des Videos sehen. Oder der Videoreihe. Deswegen macht euch gefasst auf Trikots. Ja, ich habe heute echt übertrieben. 5 Monate weniger als du heute. Der erste Tag ist rum und Jonas war immer noch nicht in Thailand. Deswegen dachte ich, okay, ich rufe den mal an. Und das war der Moment, in dem ich realisiert habe, wie ernst er eigentlich die 3K-Challenge nimmt. Der Typ ist einfach 55 Stunden lang von Zürich aus über 3-4 Stops geflogen, um sich 150 Euro zu sparen. Die Flugreise war schon gottlos. Wenn man reist, alle Leute, die man so trifft, sind ja auch am Reisen. Du kannst mit jedem reden, du kannst jeden anquatschen und so habe ich das dann auch ein bisschen gemacht. I saw you on the video I took in Istanbul. Bahreyn'e geldik, İstanbul'dan birlikte. Cidde'ye geldik. Cidde'de tanıştık aslında. Er saß auf einer Bank, wo ich auch sitzen wollte, haben wir halt gequatscht. Er war so freundlich, hat mich zu sich gebeten, hat mir Tee angeboten, wir haben türkisches Gebäck gegessen. Also einfach richtig lustig, was für Leute man kennenlernt, weil man erwartet gar nicht, man kann gar nicht wissen, was kommt so. Endlich ist der Typ angekommen, aber jetzt, wo der da ist, kann die Reise ja richtig beginnen. Bye bye, my friends. How do you say it was nice meeting you in Thai? Yindi. Yindi? Yada Yucha. Yeah. Alright, dude. You're ready to rumble. Wir wollten die Reise nicht in Bangkok anfangen, sondern im nördlichen Teil Thailands, um genau zu sein, die Stadt Chiang Mai. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Busbahnhof, damit wir unser Ticket nach Chiang Mai irgendwie klären. Aktueller Stand, wir haben kein Ticket,
Wir müssen irgendwas suchen. Wir wissen noch nicht ganz, ob irgendwie ein Zug fährt. Was auch ganz gut wäre. Entweder Zug, Bus oder Flieger. Mal schauen, wie es sich ergibt. Wir werden hoffentlich noch heute Abend Chiang Mai erreichen. Wenn nicht, dann wird es halt morgen sein. Aber ich bin da gute Dinge, deswegen, das passt schon. Also unser türkischer Bruder verlässt uns hier auf eine gute Reise. Der Mann geht nach Korea. Dann hat er mir so seine Story erzählt, ist auch richtig krass. Er wollte ja nach Korea zum Arbeiten. Wir haben ihn eigentlich nur kurz kennenlernen dürfen. Wir waren nochmal zusammen essen alle. Aber für uns ging ja die Reise erst jetzt richtig los. Wir haben das nächste Taxi genommen und sind dann Richtung Bahnhof gefahren. Ich habe gehört von den Vlogs, Train Vlogs, ist richtig wichtig, dass man so sein Essen und Wasser mitbringt. Echt? Sonst ist man lost in der Türkei. So richtig Ja, okay. viel Wasser und alles. Also wir wollen gerade was zu essen holen. Und da ist eine kleine Schale, die ist voller Chilis. Und kann man uns da jetzt nur Wasser reinmachen. Und wenn man nicht sterben will auf dem wirklich nach dem Nachtzug in der Toilette, dann muss ich ja aufpassen. Also Jonas hat sich natürlich vorbereitet für den Thailand-Trip. Ja, ich habe natürlich Thailändisch gelernt. Zum Beispiel ohne Schaf, Sinpat, ohne Chili, habe ich vergessen. Und das war's, was ich gelernt habe. Also wir haben jetzt spontan hier einen TikToker getroffen. Also was machst du für Content? Mein Kanal heißt Aus meinem Leben. Ja, ich erzähle aus meinem Leben. Ne? Also Jürgen, niemand weiß, woher der kam. Auf einmal spricht er uns an, sagt, yo Leute, was geht ab, macht die Videos. Ich mache auch Videos, ich bin TikToker. Er war der alteste Knacker. Er war einfach ein Jürgen. Meine Message ist, guckt euch meinen Kanal an und liked mich. Wie heißt dein Kanal? Dirty Spiele. Er hat uns seinen Kanal gegeben und seine Videos gezeigt. Das waren die schlechtesten Videos, die man sich vorstellen kann. Ich blende deinen Kanal ein, ja? Okay, blend meinen Kanal. Aber nicht, dass du zu viele Follower gleichzeitig kriegst. Du musst ein bisschen aufpassen. Vielleicht musst du die Benachrichtigung ausschalten. Ja? Ja, da kommt schon ich habe eine große Fanbase. Wie viel hast du? Was denkst du denn? 1 Million noch nicht, oder? Also Leute, macht die Million voll. Ich muss meinen YouTube-Account erst erstellen. Aber, sobald die steht, geht's an. Hast du noch gar nicht? Nee. Das ist der Anfang. Du bist mit im ersten Video jetzt Hey, das ist doch, hey, Alter, da machen wir zusammen. Keine Ahnung, was mit Jürgen in Zukunft passieren wird, aber in seiner Vergangenheit ist schon mal viel passiert, spezifisch in Thailand. Ich bin totaler Thailand-Freak. Was hat dich so gepackt hier? Alles. Das ganze Leben, die Frauen sowieso. Also ich bin schon zweimal mit einer Thai-Frau verheiratet gewesen. Achievement unlocked. Dank ihm wissen wir jetzt, was ein Jürgen ist. Wir müssen zur Train pacen, weil wir wieder gechillt haben zu lange. Ab nach Chiang Mai, meine Freunde. Third Class. Best Class. Der Zug hat 3 verschiedene Preisklassen. Wir haben uns natürlich hinsichtlich der 3K-Challenge für die günstigste Klasse entschieden. Das ist die schlechteste Klasse, aber das ist das geilste Erlebnis. Als ich dem Nummer 6 gesagt habe, war der übel überrascht. Und ich glaube, das ist sein lustigste Wagen. Der macht uns hier zur ersten Klasse. Hier rein, oder? Das ist mich richtig. Ja, ja. Seid ihr Deutsche? Are you German? Deutsch. Dutch, okay. Okay. So what's your name? Ankur. 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 Ah, okay. Feidon. Feridon. Feidon. Don. Ja, Feidon. D-O-N, ja. Wir haben noch mal kurz gequatscht mit dem einen oder anderen im Zug und ja, dann ging die wilde Reise auch schon los. 3. Klasse. Die Leute, die da drin sind absolute Thai-Locals, Thai-Omas, Thai-Kinder, alles. Alle barfuß. Da kommen Essensverkäufer kommen durch. Es ist komplett laut, alle Fenster sind offen, Moskitos an der Decke. Die 3. Klasse Zug-Experience. Lukas ist schon am Pennen. Ich wurde mich wirklich gerade gelegen, Digga. Was geht jetzt ab, Bro? Bro, das Ziel ist fucked up.
Schlafposition hat schon einiges ausgesagt, wie man in der 3. Klasse dann lebt. Also hier werden teilweise schon ganz wilde Schlafpositionen ausgedacht. Von den beiden geht's nicht gut. Also die 3. Klasse, Leute, ist ein Erlebnis für sich. Jeder muss es mal machen, aber nach dem allerersten Mal wird man es nie wieder machen. Aber diese 12 Stunden waren unvergesslich. Für mich Mittel zum Zweck. Ich würde auf jeden Fall eher die 2. Klasse immer wählen zum Schlafen. Da hast du, glaube ich, mehr für dein Geld. Nichtsdestotrotz ist es einfach sehr günstig gewesen. Es hat uns von A nach B gebracht. Auch wenn man da nicht so gut pennen konnte. Ich konnte da, glaube ich, noch am besten pennen. Ich habe irgendwie 6-7 Stunden oder so gepennt. Und dann war es ganz okay. Wir sind in Chiang Mai angekommen, Leute. Chiang Mai ist eine historische Stadt im Norden Thailands, die bekannt für ihre reiche Kultur, Handwerkskunst und Tempel ist. Die Stadt ist auch ein beliebtes Reiseziel für Abenteueraktivitäten wie Trekking, Elefanten beobachten oder Krokodile in freier Natur sehen, Besuche in Bergdörfern und vieles mehr. Plan für jetzt ist auf jeden Fall, dass wir was Cooles essen. Die Jungs haben schon gegessen, ich habe gepennt. Aber umso cooler, jetzt habe ich noch mehr Hunger. Dementsprechend kann ich bestimmt 1-2 Sachen mehr testen. Brother, we also have Tren. Ein Hundekaffee also. Wunder, Kleiner. Friseur 3 Euro, sagst du? 3,50 €. So ein bisschen teuer, ne? Ist echt teuer. Also ich sag dir so, ich würde deine Haare umsonst schneiden. 3 Euro für einen Haarschnitt, da würde jeder in Stuttgart... Die Bude einrennen. Hello. 0. I can help you cut if you want. Cut ist durch. Es war ja schon spät abends, deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen Richtung Night Market. Das ist ein Nachtmarkt in Chiang Mai, eigentlich relativ bekannt für Streetfoods und Live-Musik. Wir haben folgenden Flyer gefunden. Hanna aus Germany ist hier bei einem Thai-Box-Wettbewerb dabei. Hanna, wenn du das sehen solltest, gib Gas. Wir kommen vielleicht zuschauen. Jetzt sind wir hier im Fischbereich. Oh mein Gott, Digga, halt's Maul, wir sind genau richtig. Wir sind genau richtig hier. Oh mein Gott, hier könnte es sein, gell? Das könnte es hier sein, ich sag's ernst. Wir wollten eigentlich gerade weggehen von diesem Night Market und auf einmal spricht mich irgendein Engländer an von wegen Yo, do you wanna try this scorpion with me? Und dann gibt's natürlich keine zweite Option. No, I can't wait. Let me start. I can't do it. Come on, just... It's so hard for real again. Zuerst müssen die Krabbe essen. Aus dem Schal. Ja. There's nothing there. Na, das reicht. Half money. Give me money. This is thumbnail, by the way. That's the thumbnail for my video. I can't do it, right? Oh my God, let's go. Ich schwör, ich kann es nicht, I can't do it. This really looks disgusting now. Look, it's like that. I tried my best for real. Ja, warte. Auf einmal kommt der nächste Franzose, der mich da voll labert mit seiner Schale voller Maden. Und dann geht's halt in Runde 2 weiter. Bro, was geht hier ab, Digga? Ist alles drauf? Was ist alles drauf? Das sind einfach Tomaten. Cheers. Wait. Na, fuck that. Wait, na? Only the easy ones. Cheers. Just because they should eat in the other ones. Lecker.
Das Gefühl, der Gedanke, dass es so eine Scheiße ist halt da. Aber der Geschmack ist echt okay sogar. Der Geschmack ist nicht so scheiße. Ich wollte es echt essen. Aber es geht nicht. Ja, ich habe committed, es geht nicht. Es geht nicht. Als nächstes auf der Speiseliste. Ich wurde etwas auseinandergenommen von der Flugreise und der 3. Klasse und potenziell dem Wetter und potenziell dem Essen, an das ich nicht gewöhnt war. Deswegen lag ich nach dem ersten Abend, wo wir Skorpionen und Insekten gegessen haben, was wahrscheinlich auch nicht geholfen hat, lag ich dann im Bett 3 Tage. Guten Morgen Leute, es ist jetzt 8 Uhr nächsten Morgen und ich mache mich ready, um bei einer Dschungeltour teilnehmen zu können. Jonas und Lukas können nicht mitmachen. Heute ist jeder irgendwie auf Solo-Traveling unterwegs. Jonas bleibt daheim, weil er ein bisschen krank ist. Und Lukas geht die Tempel besichtigen, weil er schon im Dschungel war. Deswegen heute so ein bisschen Solo-Mischen. Dann connectet man halt dort mit den Leuten, das ist ja auch easy. Ich glaube, das ist ja. Okay. Ja. Die Dschungeltour hatte 3 Stops. Zuallererst die Sticky Waterfalls, als nächstes dann das Elefantenschutzgebiet in der Nähe des Sticky Waterfalls und zum Schluss nochmal Rafting einen Fluss entlang. Angekommen beim Sticky Waterfall. Hi, my friends. Die Sticky Waterfalls sind eigentlich richtig bekannt in Chiang Mai. Das ist im Prinzip ein Wasserfall, den man hochklettern kann. Das gibt es ja auch nicht so oft, deswegen ist die Attraktion eigentlich schon ganz cool. We got this, let's go. Es war richtig cool, mal so einen Wasserfall hochzuklettern. Das gibt es ja auch nicht oft, dass man das machen kann. Deswegen würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ab zur zweiten Location. Wir sind dann circa 10 Minuten weitergefahren zum zweiten Spot der Tour, und zwar dem Elefantenschutzgebiet. Ja. Ah, lovely. Alright guys, it's time to make friends. One. One zoom. Ah. It's the closest I've been to an elephant. Grab this back to that side, left on the ground, in front of them. Let them grab it by that trunk. Okay. Here you are. Thank you. Wir bringen jetzt das Essen rüber. Ja, es ist so surreal, for real. Ist das gestört? Ich habe direkt Angst bekommen, alle. Let's go, my friend. You can get close to the baby, pet him, but don't sit down. Yeah, he's gonna put you down. Is he that He strong? just want to play with you. Yeah, Ah, okay. like kids, you know. Yeah. And he's 1 month old. Yes, just 1 month. Schon krass, wie nah man schon teilweise hier ist.
Hier haben wir noch Essen zubereitet für die Elefanten und dann sind wir auch schon baden gegangen mit denen. Zum Abschluss der Tour sind wir dann nochmal raften gegangen. Okay, my friend. Get them! Get them! 50 € für diese ganzen Aktivitäten waren schon ganz cool. Deswegen, das war der teuerste Tag bislang. Nach meinem Einkauf in der MBK Mall in Bangkok. Aber es war auf jeden Fall lohnenswert. Ich würde es nochmal machen. Wir machen jetzt ein Review vom Chiang Mai Hostel. Das Bett war einfach eine Styropormatte. Für 3,90 € kann man nicht meckern. Aber dieses Bett bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung. Also nicht unbedingt nur positiv. Man hat darauf gepennt, weil man musste, aber nicht, weil es so schön war. Also für ein paar Stunden Schlaf ist okay. Wir hatten das Zimmer mal größtenteils für uns alleine. War das halt schon eine Experience, also 4 von 5. Für mich einer der besten Orte, also wenn nicht sogar die beste Stadt in Thailand. Und in Chiang Mai hast du halt die Natur, die Mischung aus Dschungel, die Kaffeekultur, die langsame, lockere Art und Weise von den Menschen. Für mich Chiang Mai, super coole Stadt, war richtig nice da zu sein, aber auch natürlich eine weite Strecke von Bangkok, bis man da oben erstmal ist. Ich würde gerne noch ein paar Tage länger in Chiang Mai bleiben, vielleicht auch dann nochmal Chiang Rai mit den Tempel besichtigen gehen. Da war ja Lukas, hier sind noch mal ein paar Bilder von Lukas seiner Tour. Aber für uns ging es jetzt erstmal zurück Richtung Bangkok. Lukas musste seine letzte Klausur noch schreiben, deswegen sind wir zurückgefahren. Und für Jonas und mich ist ja Bangkok auch eine neue Stadt, deswegen geht da die Action weiter. YouTuber? Yes, I'm a YouTuber. Hi to the YouTube channel. Nice to meet you. I'm from Lamphun. Die Königsfamilie ist hier auch vertreten. Was ist los? 12 Stunden kein Essen. 12 Stunden? Ja. Gibt's da keinen, der irgendwie... Ich habe 6 Hafercookies. Ja, das reicht doch. Let's go! Bei der Rückfahrt haben wir uns für das 2. Klasse-Ticket diesmal entschieden. Die 3. Klasse konnten wir uns nicht nochmal geben, deswegen da ein bisschen mehr zahlen, aber dafür gemütlich schlafen. Die ersten 7 Tage sind rum und bislang waren wir nur in Chiang Mai. Aktuell befinden wir uns auf dem Rückweg nach Bangkok. Und ich muss sagen, nach nur 7 Tagen sieht mein Budget nicht mehr allzu gut aus. Von den anfänglichen 3.000 € sind nur noch 2.200 € übrig. Digga, das ist weich. Hast du vermisst, oder? Nachher hier so liegen. Ja, schon krass, oder? Erwartet, du bist jetzt so wie im Bett so. Boah, ist schon geil. Ich vlogge jetzt mit dir, als wie ich mein YouTube-Profilbild mache. Der Wasserflex ist krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Liter. Das ist ein scheiß Nilpferd, Digga. Hi to the YouTube channel. Sieht schon sehr geil aus. Boss, you can say your Instagram and... Do I get something free? You get something. What do I get? You get followers. Yeah? Yeah, from the Facebook, yeah, YouTube, yeah. Okay, that's good, that's good. I will give you one subscription. I will just compare for you. My man. Ich muss einen Kredit aufnehmen. Ich muss legit einen Kredit aufnehmen, jetzt mal ohne Spaß. Du Scheiße. Ein bisschen mehr, ja. Wir sind jetzt zu zweit auf der Khao San Road. Bro, was ist das? Shopping Mall.